Guten Tag, liebe Freunde, danke für das Einschalten. Ich grüße euch ganz herzlich aus der Stadt Irkutsk aus Ostsibirien. Ich hoffe, euch geht's gut so im Alltag. Wie bekannt, Russland ist das größte Land der Welt und jeden Tag passieren bei uns irgendwelche Ereignisse. Und in diesem Video möchte ich euch über einige Ereignisse erzählen, die bei uns vor kurzem passiert sind. Wenn ihr euch wirklich für das Alltagsleben in Russland interessiert, bleibt bitte dran. Los geht's! Amerikaner in Russland. Der Amerikaner Daniel Martindale ist jetzt offiziell russischer Staatsbürger. Seinen Pass erhielt er im Vertretungsbüro der Volksrepublik Donetsk in Moskau. Und was sagt Daniel selbst? Er fühlte sich, so seine Worte, wie neugeboren. Zitat: Schon vor 10 Jahren, lange vor den heutigen Ereignissen, spürte ich im Herzen, Russland ist nicht nur mein Zuhause, sondern meine Familie. Jetzt ist es nicht nur im Herzen, jetzt habe ich auch offiziell das Recht dazu. Martindale wurde im Oktober 2024 aus einem von der Ukraine kontrollierten Gebiet herausgebracht. 2 Jahre lang übermittelte er aus dem Hinterland der ukrainischen Streitkräfte Koordinaten ukrainischer Militärziele an russische Soldaten. Heute sagt er ganz klar, man muss Russisch lernen und russische Nachrichten lesen, und westliche, die sollte man am besten gar nicht erst aufmachen. Zum Schluss betonte er mit Stolz, ich habe 10 Jahre lang darauf hingearbeitet. SIM-Karte ausleihen. In Russland könnte es bald Bußgelder geben, und zwar dafür, wenn man seine eigene Handynummer an jemand anderen weitergibt. Kein Scherz. Laut einem neuen Gesetzentwurf soll das Verwaltungsstrafgesetzbuch um einen neuen Paragraphen erweitert werden. Wer seine SIM-Karte an eine andere Person weitergibt, muss mit einer Geldstrafe von 30.000 bis 50.000 Rubel rechnen. Für Selbstständige wird es teurer, zwischen 50.000 und 100.000 Rubel. Und Unternehmen droht sogar ein Bußgeld von bis zu 200.000 Rubel. Aber es gibt eine wichtige Ausnahme. Wenn man die Nummer nur kurzfristig und unentgeltlich weitergibt, zum Beispiel um jemanden kurz telefonieren zu lassen, gilt das nicht als Verstoß. Kurz gesagt, einmal kurz aushelfen erlaubt, dauerhafte Weitergabe besser nicht. Toiletten in Zugwagen. Die guten alten Pedaltoiletten in russischen Zügen, also Toiletten mit Schwerkraftspülung, bei denen der Inhalt einfach auf die Gleise entleert wurde, gehören bald der Vergangenheit an. Das kündigte der stellvertretende Generaldirektor der russischen Eisenbahnen Iwan Kolesnikow an. Laut ihm gibt es heute nur noch wenige solcher Waggons und in den nächsten Jahren sollen sie komplett verschwinden. Genutzt werden sie nur noch in Ausnahmefällen, etwa bei Reservefahrten. In allen anderen Zügen sind bereits moderne Biotoiletten eingebaut. Und das bedeutet auch, die sogenannten sanitären Zonen, in denen die Toiletten vor Bahnhöfen gesperrt wurden, wird es nicht mehr geben. Zitat: Sie werden einfach nicht mehr nötig sein. Und noch etwas. Die RŽD kündigte auch neue Waggons mit 2 Meter langen Liegen an. Die neuen Modelle sollen 30 cm breiter sein und auch der Gang zwischen den Liegen wird 5 cm mehr Platz bieten. Kurz gesagt, die Zukunft der russischen Züge bedeutet mehr Komfort, mehr Platz und keine Fußpedale mehr im WC. E-Scooter-Verbot. In der russischen Stadt Blagoveshchensk sind E-Scooter ab sofort verboten. Das verkündete Bürgermeister Oleg Imamajew über seinen Telegram-Kanal. Der Grund? Hunderte Beschwerden von Bürgern. Die Leute klagen über rücksichtsloses Fahren, gefährliche Situationen auf Gehwegen und mangelnde Kontrolle. Wer sich nicht an das Verbot hält, dem droht ein Bußgeld von bis zu 100.000 Rubel. Der Bürgermeister betonte, die Sicherheit der Menschen steht an erster Stelle. Der Schritt sei zwar hart, aber notwendig. Bereits im Juli 2024 hatte der Abgeordnete Vitali Jefimov ein landesweites Verbot von E-Scootern gefordert. Sein Argument: Diese Fahrzeuge
fördern keine Bewegung und seien deshalb kein sinnvolles Verkehrsmittel. Sein Vorschlag: lieber aufs Fahrrad umsteigen. Insel Olchon. Olchon ist nicht einfach nur eine Insel, es ist ein echtes Juwel des Baikalsees. Jedes Jahr kommen über 400.000 Touristen aus aller Welt hierher. Doch um diesen besonderen Ort zu bewahren und gleichzeitig weiterzuentwickeln, braucht es moderne Lösungen, vor allem in der Energieversorgung. Der größte Ort auf der Insel ist das Dorf Khoujir. Heute ist er lebendig und voller Gäste. Aber vor nur 20 Jahren gab es hier keine stabile Stromversorgung. Das änderte sich 2005 mit der Inbetriebnahme der Umspannstation Khoujir. Vorher war es extrem schwierig, ein Stromkabel über die 2 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Festland und der Insel zu legen. Aber im Jahr 2005 war es endlich soweit. Olchon bekam Strom und gleich auch Mobilfunk. Das war ein Wendepunkt. Die Zahl der Touristen stieg, neue Bewohner zogen auf die Insel. Die Stromnachfrage wuchs entsprechend mit. Früher liefen in Khoujir 2 Transformatoren mit jeweils 4 Megawatt. Jetzt werden 2 neue installiert mit je 10 Megawatt Leistung. Hergestellt in Russland werden sie über 1200 Objekte mit Strom versorgen. Wohnhäuser, soziale Einrichtungen, neue Bauprojekte. Die Inbetriebnahme ist bereits im Gange. Die neuen Transformatoren wurden mit schwerem Transportgerät per Fähre auf die Insel gebracht. Sie sind 2,5 mal leistungsstärker als die alten und verwenden eine trockene Bauweise ohne flüssiges Isoliermittel. Das ist umweltfreundlicher, reduziert die Brandgefahr und ist leiser im Betrieb. Für die sensible Natur des Baikalsee ist das ein großer Vorteil. Olchon hat eine besondere Energiecharakteristik. 2 Lastspitzen im Jahr. Eine im Winter, wenn der Baikalsee zufriert und Besucher über die Eisstraße kommen, die andere im Sommer, wenn der Touristenandrang seinen Höhepunkt erreicht. Im Winter 2023/2024 arbeitete die Umspannstation mit 110% Auslastung. Im Sommer 2024 stieg die Besucherzahl nochmals um 14%, was den Energiebedarf auf ein ähnlich hohes Niveau brachte. Die Insel Olchon entwickelt sich weiter und der neue Transformator ist mehr als nur Technik. Er ist ein Zeichen für Fortschritt, für Nachhaltigkeit und für die Zukunft einer der faszinierendsten Regionen Russlands. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Einige Nachrichten für euch aus weitem Russland. Ich wünsche euch alles Gute im Alltag und wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.